Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die Weihnachtsevents wurden angekündigt und zum Ende des Jahres beschenkt uns Shakes and Fidget nochmal mit einem sehr, sehr langen Event über das Wochenende und die kommenden Feiertage. Und es gibt obendrauf auch wieder spezielle Weihnachtspilzpakete für euch zu erwerben. Also jede Menge Informationen auf jeden Fall wieder für euch, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Macht euch für die folgenden Weihnachtsevents von Freitag bis Dienstag, Dienstag bereit. Weihnachtsaktion Prachtparade der Pilze, Glückstag, Hexentanz, Fest der Festung, Tag des heißen Eisens und sauraler Großputz. Also hier ab Freitag beginnen die Events, hält Samstag, Sonntag wie üblich und dadurch, dass ja Montag, Dienstag, der 25. der erste Weihnachtsfeiertag und Dienstag, der zweite Weihnachtstag, ja auch noch Feiertage sind, haben wir jetzt insgesamt 5 Tage, die wir von den coolen Events-Sachen hier profitieren können. Das ist ja auf jeden Fall einiges, was hier jetzt die 5 Tage uns gegeben ist. Und darüber hinaus wollte ich noch ein paar andere Ankündigungen machen. Also jetzt, wo wir das Video hier sehen, haben wir es ja heute, ist ja Donnerstag. Ich habe es jetzt schon einen Tag vorher aufgenommen. Ne? Also heute Donnerstag. Morgen am Freitag, wenn nichts dazwischen kommt, sollte euch auch ein sehr cooles Video erwarten. Dann am Samstag, der 23. ein Tag vor Heiligabend. Dort ist dann ein Video geplant, wo es wahrscheinlich dann nochmal über Weihnachten für euch ein Gewinnspiel gibt. Und zwar gibt es jetzt ab dem Weihnachtswochenende bzw. vom 22. bis zum 26. Die Weihnachts-Sales-Pakete zu erwerben im Webshop bzw. halt auch auf anderen Plattformen, aber im Webshop sind sie natürlich am preisgünstigsten. Auf Steam, Android und iOS kosten sie überall 20% mehr. Da kostet zum Beispiel das teuerste Paket für 100 Euro nicht 100 Euro, sondern 120. Deswegen kauft die Pakete lieber im Webshop, wenn ihr sie dann kaufen wollt. Und dort gibt es das Wichtelpaket für 10 Euro, das Weihnachtsbaumpaket für 25 Euro, wo wir dann auch schon ein paar mehr Ressourcen am Start haben. Dann den Weihnachtsschmaus für 50 Euro, wo natürlich auch wieder deutlich mehr Pilze drin sind. Da haben wir wieder Metalle und Kristalle am Start. Und natürlich das heftigste Paket für 100 Euro, wo natürlich auch die meisten Pilze am Start sind. Auch nochmal doppelt so viele Ressourcen jeweils wie im 50-Euro-Paket. Plus on top nochmal 2500 Sanduhren. Und das sind die Pakete, die ihr jetzt halt erwerben könnt. Da drüber on top ist hier natürlich 20% Aktion. Und ja, das sind auf jeden Fall die Pakete, die vom 22. bis zum 26. Erhältlich sind. Und am 23. ist halt dafür ein Giveaway-Video geplant. Da hatte ich ja gesagt, zum Abschluss bzw. zum Ende des Adventskalenders, der ja standardmäßig am 24. ausläuft, werden wir an dem Tag eine Verlosung machen für wahrscheinlich nochmal 100 Euro plus eventuell machen wir am Samstag noch abends einen Livestream, wo ich nochmal auf EU8 reingehen möchte und uns da nochmal komplett Legendary von episch auf legendäre umequippen wollen und mal gucken, was wir dann damit erreichen mit so einem heftigen Power Boost, sag ich mal. Ja, diese Verlosung, die wird dann über Heiligabend bis Montag, den 25. gehen, sodass an dem Tag dann der Gewinner ausgelost wird und da wird dann halt quasi der Hauptgewinn quasi, sag ich mal, ausgeschüttet von zum Ende des Events beziehungsweise meinen persönlichen Kalenders hier, wo ich ja jeden Tag hier 5 Euro verschenkt habe. Und der geht halt eben bis zum 24. Danach ist das letzte Türchen quasi geöffnet. Und damit ist diese Reihe dann somit auch beendet. Wie gesagt, diese ganzen Pakete könnt ihr natürlich auch hier im Webshop
kaufen, wenn dann hier die Aktion aktiv ist. Natürlich könnt ihr mich oder jeden anderen Creator auch sehr gerne über den Creator Code hier einfach mehr kostenfrei supporten. Das kostet euch keine müde Mark mehr und supportet die Creator auf jeden Fall enorm und können halt dafür sorgen, dass ihr halt so eine coolen Giveaways auch von uns bekommt oder halt eben noch woanders das Geld landet bei coolen Aktionen oder jetzt wie bei mir zum Beispiel am Ende des Jahres bei einer gemeinnützigen Organisation landet, wo ihr auch noch Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, je nachdem wie lange das dauert, das Video dazu sehen werdet und deswegen ist das auf allen Ecken und Enden auf jeden Fall eine sehr coole Art, Support dazulassen und es kostet euch quasi nicht mehr in dem Sinne als euren normalen Pilzkauf. Ne? Also ja, die Aktion, das geht dann halt mit dem Weihnachtskalender bis zum 24. Am 25. wird der große Gewinn dann ausgelost über diese Pakete, ne? Beziehungsweise da könnt ihr euch halt eben die Pakete kaufen, die sind halt eben noch gültig bis zum 26. Also habt ihr da dann noch einen Tag Zeit und ja, am 23. ist dann wahrscheinlich großer Content Day, sag ich mal, wo wir halt eben Video rausballern und eventuell vielleicht abends noch einen Livestream. Ich denke mal schon und genau, ansonsten ist über dem 27., 28., 29. der Sergio bei mir, der kommt mich besuchen und das sind auch gleichermaßen, also wahrscheinlich entweder die oder die beiden Tage, das werden dann die Drehtage werden, ich bin schon sehr aufgeregt, für das Spendenvideo und da wird es wahrscheinlich auch noch von unserer Seite aus ein bisschen Content geben, wenn der Sergio hier bei mir zu Hause ist. Der bleibt halt 3 Tage da. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird sehr cool, es wird sehr lustig werden. Und auf jeden Fall zum Ende des Jahres nochmal einiges an Action, was hier auf euch zukommt. Und ist, denke ich mal, ein guter Ausklang zum Jahresende. Steht nochmal wirklich einiges auf der Agenda. Und genau, so sieht das Ganze aus hier. Wie gesagt, falls ihr keine Pilze mehr habt, weiß ich nicht, manche haben ja jetzt schon keine Pilze mehr vom Black Friday, obwohl da eigentlich immer die beste Zeit ist, sag ich mal, die Pilze aufzuladen. Für 33% ist halt unschlagbar. Ne? Könnt ihr halt trotzdem jetzt weiterhin von coolen Paketen hier profitieren. Ne? Ich sag mal so, die Ressourcen bekommt man trotzdem nicht immer. Also 20% Aktion ist ja jeden Monat, einmal oder zweimal, je nachdem. Aber die Ressourcen, gut, die bekommt man halt eben nur speziell in diesen Paketen und da muss man halt eben selbst wissen, ist einem das wert, sag ich mal, die aufzuladen und die Pakete dann mitzunehmen, dafür, dass man halt eben die dementsprechende Summe an Pilzen bekommt, die man so oder so bekommen würde mit einer 20% Aktion, plus on top halt eben auch noch die Ressourcen, ja, kann man auf jeden Fall, denke ich mal, mitnehmen und ist auf jeden Fall eine ganz coole Angelegenheit, würde ich mal sagen. Und genau, auf EU8 habe ich halt eben vor, ganz gerne mal reinzuschauen. Deswegen hatte ich da angesprochen, dass ich eventuell dann noch einen Livestream zu machen möchte am 23. Also da findet halt eben das Ankündigungsvideo für das Giveaway statt, ne? Nur damit ihr da so eine Eintaktung circa habt, wie das Ganze jetzt zum Ende des Monats noch ablaufen wird. Und ich hatte halt so überlegt, es wäre halt ganz cool auf EU8. Dort habe ich jetzt momentan noch gar nichts gemacht, was so den Legendary Dungeon anbelangt. Ich hatte meine ersten Runs hier gemacht bis Etage 45, aber mehr habe ich hier noch nicht gemacht. Und hier ist halt alles noch auf Epic. Und wie da so der Damage Boost aussieht von komplett Epic zu komplett legendär, das ist ja nochmal eine ganz andere Umstufung. Das wollte ich halt ganz gerne auf EU8 am 23. vielleicht abends im Livestream mit euch zusammen nochmal durch die letzten Legendary Dungeon Etagen und hier nochmal einmal komplett umequippen und das Ganze dann halt eben, wie gesagt, im Livestream festhalten, da vielleicht nochmal ein kleines Best-of draus schneiden und so weiter und so fort. Und ist auf jeden Fall einiges geplant. Wie gesagt, am Freitag, wenn alles gut läuft, da, also morgen quasi aus eurer Sicht, wird euch auch vielleicht noch ein ganz cooles Video erwarten, wo ich mir auch schon sehr drauf freue, was auch schon längst überfällig ist. Und
Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit zum Ende des Jahres. Ich bin unendlich dankbar für das auf jeden Fall, ähm, ja, was ich so erleben darf hier auf YouTube, was mir Shakes and Fidget und Playa Games für Möglichkeiten darbieten als Creator, was ich denn so für mich umsetzen kann, in Kombination natürlich mit eurem Support. Ne? Das ist natürlich immer die eine Seite, sag ich mal, dass ja, ein Entwicklerstudio bzw. eine Spielefirma unterstützt. Das ist immer schon mal die eine Sache, aber das bringt ja alles nichts, wenn du keine Community hast, die so, ja, wie ihr alle da draußen hinter einem stehen, hinter dem Creator stehen und einen halt so tatkräftig mit, ja, dem, was sie halt haben, unterstützen. Und das beides halt in Kombination, der Support des Playa Games, Shakes and Fidget sowas anbietet und euren Support, den ihr mir ja gegenüber bringt, der ja auch nicht selbstverständlich ist, das ermöglicht einen halt eben Sachen. Da hätte ich halt im Januar dieses Jahres noch gar nicht dran gedacht, weil seit Februar gibt es erst diesen Creator Code und seitdem her muss man das einfach so sagen, hat sich da schon wirklich einiges bei mir privat verändert und lässt mich halt eben, ja, solche Dinge halt eben auch veranstalten, wo ich halt vorher auch niemals so die Möglichkeiten zu gehabt hätte. Und das ist auf jeden Fall eine rundum eine schöne Sache, sag ich mal so. Und damit möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch weiter so verfahren. Ne? Also glaubt jetzt nicht, nachdem ich das Ganze jetzt einmal gemacht habe und einmal ein komplettes Jahr im Hintergrund halt eben eine gewisse Summe angesammelt habe, dass das jetzt das letzte Mal gewesen ist oder so. Ne? Das möchte ich natürlich im nächsten Jahr dann auch so weiterführen. Und ja, solange es mir halt möglich ist, solange ihr da seid, solange Shakes and Fidget und Playa Games mir halt eben mit ihrem Game die Möglichkeit dazu geben, ja, so weiter werde ich das hier auch ja, handhaben. Ich fühle mich komplett pudelwohl, muss ich sagen, in der Szene. Ich ja, fühle mich ja, sehr gut mit dem, was ich hier halt mache. Ne? Jeder so gut wie er kann, sag ich mal. Ne? Auch wenn der ein oder andere immer so ein bisschen, muss ich mal so ein bisschen Real Talk zum Ende hier raushauen der Folge, auch wenn der ein oder andere immer mal so einen kleinen Spruch bringt oder so ein bisschen schmunzelt, sag ich mal, über den Content, den ich hier veranstalte auf YouTube, dass man halt eben sehr viel mehr, sag ich mal, aus den Videos rausholen könnte und dass man da mehr Arbeit reinstecken könnte, als auf Start und Stopp zu drücken und dann halt ein bisschen vor die Kamera zu labern. Ja, die Aussagen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und kann ich in einer gewissen Art und Weise auch fühlen. Ne? Auf der anderen Seite checken halt viele Leute eventuell auch gar nicht, dass ich ja halt eben auch ein normales Real Life neben meiner YouTube-Person habe, was mich halt ziemlich einbindet, zeittechnisch gesehen, mit einem Fulltime-Job, der in der Pflege läuft, plus halt eben auch noch mein Hobby-Sport, was ich aktiv verfolge, wo ich auch versuche, zumindest jeden Tag 2 Stunden zum Sport zu gehen. Ne? Und alleine das, ja, plus halt eben YouTube, da bleibt halt meistens auch nicht die Zeit dafür denn da. Und diese Daily Uploads, diese kleine Runde, die wir jeden Tag hier so miteinander austauschen und labern, das ist für mich halt eben, ja, sag ich mal, die perfekte Balance zwischen, ja, Content, den ich bringe und Qualität, die ich sag ich mal, abliefere, auch wenn meine Videos, wie gesagt, nicht heftig krass editiert sind. Da bin ich auf der einen Seite auch erstmal gar nicht der Typ für, der das so beherrschen kann und der das so umsetzen kann. Und auf der anderen Seite ist das halt eben Zeit, die ich halt täglich auch nicht großartig mehr in die Videos rein investieren kann. Und wie gesagt, es gibt massig ja, Videoformate. Ich sehe das hier halt eher als Let's Play und nicht als irgendeine Montage von Shakes and Fidget so. Und in Let's Plays wird halt auch eben viel geredet. Und das sehe ich, oder so sehe ich mich da. Ich muss mich auch nicht für meinen Content rechtfertigen oder so. Ne? Also das ist nur mal so ein bisschen von der Seele geredet, so. Das ist auch gar nicht irgendwie böse gemeint oder so, nur damit man mal so ein bisschen auch meine Perspektive dazu vielleicht mal annimmt oder mal hört. So, ne? Das ist das, womit ich mich identifiziere. Das ist das, was ich gerne mache. So. Das passt perfekt in meinen Tagesablauf, in mein kleines Zeitfenster, was ich habe für Shakes and Fidget rein und deswegen
ja, ist das auch auf jeden Fall so, wie ich das in Zukunft weiterverfahren werde. Natürlich wird es hier und da mal ein Video geben, was ein bisschen mehr Aufwand, wo ein bisschen mehr Aufwand dahinter steckt. Das bewerbe ich dann halt auch gezielt nochmal ein bisschen mehr, meistens denn, ne, weil ja, wenn ich mir mal die Zeit dafür nehme, dann möchte ich auch, dass die Leute das natürlich sehen, ist natürlich ganz klar. Ich suche hier nebenbei noch gerade noch das Video von gestern aus, dass wir da auch noch die Auslosung gerade mal ganz fix machen. Und ja, so sieht das Ganze aus im Schneckenhaus, ne? Gut, ich merke gerade, dass okay, die Auslosung mache ich später. Ich merke gerade, das Video von gestern ist noch gar nicht hochgeladen. Ich nehme es ja gerade jetzt hier um 13:16 Uhr auf. Das Video kommt erst um 15 Uhr. Also wir sehen uns dann nächsten Tag wahrscheinlich am Donnerstag um 6 Uhr morgens, wenn ihr die Kommentare unter dem Video von gestern geschrieben habt. Ne? Ich habe ein bisschen voraufgenommen hier heute. Alles klar. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Erfolg bei der Auslosung. So, jetzt aber die Auslosung für das Video von gestern. Jetzt ist es soweit. Ich wünsche euch ganz viel Glück, ja, und wir losen den Gewinner aus. Wie immer natürlich bei mir auf Instagram oder auf Discord melden. 135 Leute haben teilgenommen und Janis hat gewonnen. Janis E98. Viel Glück an alle, schreibt er hier mit einem Herzchen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, du hast gewonnen. Bitte melde dich bei mir und morgen ist ein weiterer Tag. Ich wünsche euch natürlich viel Glück und Erfolg dahin, dabei. Und ich verabschiede mich. Ist schon spät. Haut rein und bis zum nächsten Mal.